Hey, schön, dass du dabei bist. Ich bin Joshua Weseli und heute geht es um 7 Gründe, warum du mit Sex vor der Ehe warten solltest. Wichtig ist für uns, dass du weißt, dass alles, was wir hier in diesem Video sagen, unsere Meinung ist. Es ist kein Gesetz oder irgendwas Ähnliches. Du kannst dieses Video anschauen und dann entscheiden, was du machen möchtest und was für dich am besten ist. Ich habe 7 Punkte für euch vorbereitet, warum du mit Sex bis zur Ehe warten solltest. Wusstest du, 83% der evangelikalen Christen, also der modernen Christen kurz gesagt, in den USA sagen, dass sie sich für ihren Partner aufheben möchten? Schreibt mal in die Kommentare, wie viel eurer Meinung nach das durchhalten, also bis sie heiraten. Am Ende von dem Video verrate ich euch die Prozentzahl, wie viel es schaffen. Punkt Nummer 1. Gott versucht uns nicht irgendetwas wegzunehmen, unser Leben zu verderben oder so. Gott hat Sex geschaffen. Und in der Bibel steht, freu dich doch an deiner eigenen Frau. Ihre Liebe ist wie eine Quelle, aus der immer wieder frisches Wasser sprudelt. Willst du sie verlieren, weil du dich mit einer anderen einlässt? Dir allein soll ihre Liebe gehören. Mit keinem anderen sollst du sie teilen. Erfreue dich an deiner Frau, die du als junger Mann geheiratet hast. Lass sie eine Quelle des Segens für dich sein. Bewundere ihre Schönheit und ihre Anmut. Berausche dich immer wieder an ihren Brüsten und an der Liebe, die sie dir schenkt. Das steht in Sprüche 15,19, genauso wie ich es euch vorgelesen habe. Hier wird klar, dass Gott Sex gemacht hat. Sex etwas Wunderbares und Tolles ist und wir Sex genießen sollen, wenn wir verheiratet sind. 2. Liebe gibt, Lust nimmt. Jeder Mensch hat ein natürliches Bedürfnis nach Liebe. Es ist wie ein Loch in unserem Herzen. Wenn du aber versuchst, dieses Loch mit Lust zu füllen, dann wird das nicht funktionieren. Du wirst dich nie voll fühlen. Das Loch wird also nie voll, denn Lust kann nie gestillt werden. Punkt Nummer 3. Es kommt Schritt für Schritt. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht. Ein Pflaster. Wir machen es mal auf. Der erste Kuss. Wie aufregend war das? Hier klebt man das Pflaster auf die Hand. Wie aufregend war das? Ihr habt Schluss gemacht. Der nächste Partner, also ihr zieht das Pflaster wieder ab. Der nächste Partner kommt und ihr küsst euch gleich wieder. Weil das gehört jetzt von Anfang an dazu. Ihr fasst euch zum ersten Mal an. Wie aufregend ist das? Dann machst du wieder Schluss. Der nächste Partner kommt. Anfassen ist schon nicht mehr so interessant. Es muss irgendwie fester kleben. Ihr habt zum ersten Mal Sex. Mega krass in dem Moment für euch. Dann zieht ihr das Pflaster wieder ab und vielleicht macht ihr dann wieder Schluss. Und jetzt möchtest du deinen Partner heiraten. Und du hast ein Pflaster. Das soll so deine Gefühle darstellen. Du hast also jetzt einen Partner, den möchtest du heiraten, aber dieses Pflaster, das klebt einfach nicht mehr wirklich. Das fällt einfach ab. Weil Sex nicht mehr so krass besonders ist für dich, wie es eigentlich sein sollte, wenn du deinen Partner heiratest. Also Sex und deine Gefühle, die nutzen sich ab. Deswegen solltest du warten, bis du heiratest, dass du ein frisches Pflaster hast für deinen Partner. 4. Jeder macht es. Durchschnittlich hat man 3 Dates bis zum Sex. 50% der Ehen werden geschieden. Wusstet ihr das? Meine Frage ist, von den 50%, die noch zusammen sind, wie viel davon sind wohl noch glücklich? Also jeder hat Sex vor der Ehe. Fast jeder lässt sich scheiden oder ist unglücklich in einer Beziehung. Also mach's nicht wie jeder, sonst hast du am Ende eine traurige Beziehung oder eine Scheidung. Eine Studie sagt, wenn du mehrere Sexualpartner hattest, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher auf eine Scheidung, wie wenn nicht. Kannst du Sex haben? Kann ich Sex haben? Klar, kannst du Sex haben, wenn du einen Partner hast. Das sollte aber nicht die Frage sein. Deine Frage sollte sein, was bringt mir die größte Freude und Erfüllung in meinem Leben? Das sollte die große Frage sein. 5. Kann der überhaupt Sex? Man muss testen, ob der Partner gut ist. Klingt im ersten Moment vielleicht logisch, ist aber eigentlich komplett falsch. Überlegt euch mal, 2 Personen hatten keinen Sex, bis sie heiraten. Dann fangen sie an auszuprobieren, also sie sind dann verheiratet. Sie fangen an auszuprobieren und sie sind auf dem gleichen Level.
und wachsen mit ihren sexuellen Erfahrungen immer weiter. Sie kennen sich besser aus, sie werden reifer, sie lernen mehr. Wenn dein Partner schon viel mehr weiß als du, viel weiter ist, dann kannst du, weil du hier unten bist, dein Partner hier oben bist, kannst du deinen Partner nicht mehr einholen. Der wächst, du wächst und du wirst deinen Partner nie komplett glücklich machen, weil ihr nie auf dem gleichen Level sein werdet. Außerdem würdest du jemanden heiraten, der nur nicht gut im Bett ist? Also diese Einstellung wäre schon krank, wenn du die Person eigentlich liebst. Jetzt kommen wir zu Punkt 6. Wahnsinn. 6. Was sagt Gott über Sex vor der Ehe? In der Bibel steht, ihr gehört nun zu Gott. Da passt es selbstverständlich nicht mehr, sich sexuell unmoralisch zu verhalten, ausschweifend zu leben oder alles haben zu wollen. Über so etwas sollt ihr nicht einmal reden. Genauso wenig ist Platz für Beleidigungen, Sticheleien oder zweideutiges Gerede. Vielmehr sollt ihr Gott danken und ihn loben. Denn eins ist klar, wer ein sexuell unmoralisches, schamloses Leben führt, für den ist kein Platz im Reich, in dem Gott und Christus herrschen. Die Message ist ziemlich klar und mega hart. Gott sagt hier, wer sexuell zügellos lebt, also Sex vor der Ehe hat oder seinen Partner, Ehepartner sexuell betrügt, der hat keinen Platz im Himmel. Was noch in der Bibel steht, hütet euch vor jeder verbotenen sexuellen Beziehung. Denn mit keiner anderen Sünde vergeht man sich so sehr am eigenen Körper wie mit sexuellem Fehlverhalten. Jetzt könntet ihr sagen, okay, ist ja mein Körper, ist egal, was ich mit meinem Körper mache. Aber wir Christen glauben, dass wir ein Tempel von Gott sind, in dem der Heilige Geist lebt. Wenn du dich also krass an deinem Körper vergehst, dann zerstörst du damit den Tempel von Gott. Hier ist noch eine letzte krasse Bibelstelle für euch, die indirekt was mit Sex zu tun hat. Doch ich sage euch, schon wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Das heißt, wenn du als Mann einer Frau nachschaust, und das gleiche gilt natürlich auch andersrum, dann hast du mit dieser Frau deine eigentliche Frau oder Freundin schon betrogen. 7. Teste, was der Grund eurer Beziehung ist. Viele Beziehungen zerbrechen, wenn sie aufhören, Sex zu haben, weil dann die Probleme nach oben kommen. Oft ist es so, ich will Sex, du willst Sex, dann können wir uns gut leiden, tolle Beziehung, wunderbar funktioniert. Wenn du denkst, deine Beziehung könnte in diese Richtung sein, dann probier mal aus, einen Monat keinen Sex zu haben. Wenn ihr euch wirklich liebt, dann ist das kein Problem. Wenn nicht, dann merkt ihr es dann. Dann war der gemeinsame Nenner eurer Beziehung Sex. Es ist ja aber wohl logisch, dass wenn man eine gesunde Beziehung führen will, die länger als ein Jahr halten soll, dann braucht man mehr in einer Beziehung als nur guten Sex. Also probiert es aus, seid mutig und ehrlich. Und weil ich nie gut in Mathe war, Punkt Nummer 8, kein Sex vor der Ehe hört sich so krass an. Also darauf zu verzichten, auf Sex vor der Ehe hört sich krass an. Was aber, wenn jemand sagt, kein Sex vor Liebe? Das hört sich okay an, oder? Aber woher weiß man, dass man jemanden liebt? Unsere Antwort, warte bis du heiratest. Weil niemand heiratet jemanden, den man nicht liebt. Richtig? Das waren unsere 8 oder 7 Punkte. Jetzt zu unserer Auflösung. 83% der modernen Christen in den USA wollen sich für ihren Partner aufheben. Aber es schaffen nur 3%. Das ist krass traurig, oder? Ich habe einen Ring, den hier. Ich habe einen Ring an, den haben wir damals in meiner Gemeinde gemacht. Als Zeichen eines Bundes zwischen mir selbst, meinen Freunden, meinem zukünftigen Ehepartner und Gott. Mit dem Ring haben wir versprochen, sexuell enthaltsam zu leben, bis wir heiraten. Wir machen euch einen Link unten in die Infobeschreibung, da könnt ihr auch so einen Ring kaufen, als Zeichen dafür. Es hilft unfassbar, wenn man so einen Ring hat. Ich bin mit meiner Freundin jetzt mehr als 2 Jahre zusammen und wir haben uns beide entschieden, uns aufzuheben, bis wir heiraten. Und wisst ihr, mein ganz persönlicher Grund, warum ich gesagt habe, ich mache den Ring, ich verspreche mir das und Gott das hat ganz simple 2 Gründe. Punkt Nummer 1, es besteht immer die Gefahr, schwanger zu werden, egal wie gut du verhütest. Und Punkt Nummer 2, die Bibel ist bei dem Thema ganz klar. Deswegen gab es für mich da nie eine Diskussion. Schön, dass ihr euch das Video bis hierhin angeschaut habt. Ich weiß, es ist ein sehr ernstes Thema und es macht oft nicht viel Spaß, darüber zu reden. Nächste Woche bringen wir ein Thema raus, wie ihr es schaffen könnt, 10 Tipps, wie ihr es schaffen könnt,
enthaltsam zu leben, auch wenn du schon in der Beziehung bist. Es kann nämlich manchmal sehr schwer werden. Deswegen abonniert den Kanal, dann kriegt ihr nächste Woche die Info. 10 Tipps, wie du es schaffen kannst bis zur Ehe. Viel Segen für eure Beziehung.